Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur nächsten Folge aus der Reihe Opa erklärt Wetter und Klima. Welcome to the next video of the series Weather and Climate Explained. For the English version, please press the link down in the video description as always. Today we are looking at the rotation of the Earth around the Sun. So, wer Englisch kann, hat das schon verstanden. Wir werden uns heute über die Rotation der Erde um die Sonne unterhalten, und dazu habe ich mir hier ein kleines Bild aus Wikipedia herausgenommen. Da sieht man, wo die Erde steht, zu welchem Datum, und zwar zum Sommeranfang. Das ist hier links der 21. Juni, da muss ich sagen Nordsommeranfang, ja. Und dann zur Sommersonnenwende kann man auch sagen, aber auch wieder Nordsommer, und dann hier am 21. Dezember, wenn der Nordwinter, da oben steht Nordwinter, anfängt, hier im Nordfrühling am 21. März sieht es so aus, und im September so. Das ist dann bei uns im Norden der Herbstanfang und im Süden der Frühlingsanfang. Wir hatten ja in der letzten Folge gesehen, dass die Erde um sich selber rotiert und dadurch entsteht Tag und Nacht. Wir haben also gesehen, warum es nachts kälter ist, weil die Erde ausstrahlt, die Wärme ausstrahlt als Strahlung, und sie bekommt natürlich am Tage Strahlung von der Sonne herein. Die Maßstäbe hier sind übrigens völlig unrealistisch. Die Sonne ist ja viel, viel größer, aber da würde man ja nichts sehen bei so einer Abbildung, deswegen machen wir das hier so. Und ja, da ist halt die Frage natürlich, warum ist es denn im Sommer wärmer als im Winter? Man sieht das hier schon, die Rotationsachse der Erde, wo sie sich um sich selber dreht, ist etwa 23 Grad geneigt. Sie steht also nicht senkrecht, sondern sie ist geneigt. 23 Grad ist der Winkel hier. Im Frühlingsanfang und im Herbstanfang, das ist hier März und September, hat das auf das Wetter jetzt keinen Einfluss. Aber das sind ja nur 2 Tage. Und wenn man dann sieht, hier im Juni ist die Erdachse so geneigt, dass praktisch die Nordhalbkugel mehr Strahlung bekommt von der Sonne als die Südhalbkugel, die zum Teil sogar ganz im Schatten liegt. Ja, der Nordpol am 21. Juni hat 24 Stunden Sonne, und auf der anderen Seite zum Winteranfang hat der Nordpol Dunkelheit. Ja, wer schon mal in Schweden oder Finnland oder so war, relativ weit im Norden, oder mal das Nordkap besucht hat in Norwegen, sind ja sicher einige, die das schon gemacht haben, die werden wissen, wenn man da im Sommer hinfährt, da kann man da kannst du ja fast nicht schlafen. Mein nördlichstes war bisher in Dänemark, das war Ende Juni, Anfang Juli, und da wurde es also auch schon ein bisschen nordwestlich von Kopenhagen war das, da war es also auch schon nachts nicht ganz finster zum Sommeranfang. Und das ist auch der Grund, warum es im Sommer auf der Nordhalbkugel wärmer ist als im Winter. Wir haben ja gelernt, in der Nacht ist es kälter, weil die Erde die Temperatur als Strahlung wieder abgibt. Ja? Die Temperatur vermindert sich, weil die Erde strahlt. Und im Sommer bekommt der Nordpol mehr Input als im Winter. Deswegen ist es im Norden wärmer. Deswegen haben wir zum Beispiel bei uns hier in Mitteleuropa im Sommer halt durchaus sommerliche Temperaturen, meistens jedenfalls. Und im Winter werden wir keine 30 Grad schaffen, meistens jedenfalls, sondern eher 0 Grad. Ja. Und noch weiter nördlich und sieht das noch ganz anders aus. Der Äquator, wo ja zum Frühlings- und Herbstanfang die Sonne senkrecht drüber steht, wird auch im Winter und im Sommer von der Sonne beschienen. Deswegen ist es da eigentlich immer warm. Nur steht die Sonne halt nicht mehr senkrecht, sondern wenn man am Äquator ist, steht sie mittags im Juni im Norden und im Dezember im Süden, nämlich genau 23 Grad von dem Zenit. Zenit heißt, wenn die Sonne direkt über einem steht, ist es Zenit.
Und hier im Winter steht sie 23 Grad südlich des Zenits. Das ist, kann man sich ja ausrechnen, der Zenit sind 90 Grad über dem Horizont, weniger 23 sind 67 Grad über dem Südhimmel und über dem Südhorizont und über dem Nordhorizont 67 Grad im Sommer. Und wir haben dort immer warm. Und es hat nichts damit zu tun, wie nah oder wie weit weg die Erde von der Sonne ist. Das ist hier auch nochmal eingezeichnet. Das Perihel, das ist der Punkt, wo die Sonne, wo die Erde am nächsten an der Sonne ist am 3. Januar, also im Winter. Das hat also auf die Temperatur keinen Einfluss. Und es sind auch nur 5 Millionen Kilometer Unterschied bei 150 im Mittel. Und die weiteste Entfernung der Erde von der Sonne mit 152 Millionen Kilometer ist am 3. Juli. Das heißt, dass es im Sommer wärmer wird als im Winter, hat nichts mit der Entfernung zur Sonne zu tun, sondern mit der Neigung der Erdachse. Und das war's. Wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Tschüss und bye bye, macht's gut. Hello, and here is the English version of this video. Welcome. We today talk about the seasons and the rotation of the Earth around the Sun. In the last video, we have learned that the Earth is rotating around itself. So we have day and night, and at day it's warmer, at night it's cooler, because at night the radiation of the Earth let the temperature decrease. And in daytime we get input from the sun. So why do we have seasons? Some spectators of my videos are living in tropical regions, but those spectators who live in the westerlies or northernmost regions can follow this better maybe. I will talk about the tropicals later in this video series. So, in northern summer, the northern hemisphere looks to the sun, and gets more input. And in winter, the southern hemisphere looks to the sun and gets more input. That is why in winter in the northern hemisphere it is cooler than in the summer in the northern hemisphere. You see, the North Pole has always light from the sun 24 hours a day, or even longer, some months, because it is looking to the sun. And in winter, the North Pole does not get any sunlight. This is maybe impressive or depressive when you live there, that you don't get sunlight for several weeks. If there are people looking that are from northern Norway, or if you have gone to the North Cap already in Norway by ship, or so, mostly by ship, I think, and when you go in summer, you will see sunlight 24 hours a day. And in the North Pole, you see summer half a year, not summer, sunlight half a year, because it is summer. In winter, it is dark half a year, almost dark, because the sun is not, first it is not very low below the horizon, and you can see a little bit, but around Christmas it is really dark for days and weeks there. So that is the reason why the northern summer is warmer than the northern winter. But when we have winter in the northern hemisphere, the southern hemisphere has summer. And here, when we have summer in northern hemisphere, southern hemisphere has winter. Now I recorded in August. We have August here, and from June to September we are almost here in the middle of it, and it is still, the sun is still above, north of the equator. And in autumn and in spring, the sun is vertical direct above the equator in the zenith, and when you are at the equator or near there,
maybe Singapore, or what is northern Brazil. Yeah, this is equator. And when you see the sun on 21st of December in winter, in the northern winter, then you see it 67 degrees above horizon in the south, and in the northern summer in June you see the sun 67 degrees above horizon in the north. This is because the axis is 23 degrees, not is out of the vertical 23 degrees, and the sun shines here in winter on the southern hemisphere and in the summer in the northern hemisphere. This has nothing to do with the distance from the sun to the earth, if we have cold winter or warm summer. As you see, the perihel is the nearest position of the earth to the sun. This is in January. January we in the north have winter, in the south we have summer, but this would mean that every place in the earth, on the earth, would have warmer conditions when the sun and the earth are not far away from each other. These are still 147 million kilometers in the perihel in the 3rd of January, and the the farthest position from the earth to the sun, 152 million kilometers. Difference is not much, is in July, the beginning of July, 1-2 weeks after the summer starts, and this is generally the hottest month in Europe. I don't know what in America is now, but that is that. So we have learned today the summer, the northern summer is in June, and it is warmer because the sun is vertical in the northern hemisphere, 23 degrees north, and it in the zenith 23 degrees south. It is vertical in December. So in December the summer is on the southern hemisphere and the winter in the north, and in June it is quite different, winter in the south, summer in the north. That was the video. We will see us in the next video with the next topic. Thank you for watching.